Willkommen zu einem neuen Video. Ich fahre zu IFA und dachte, ich nehme euch mit. Vielleicht gibt es da was Interessantes zu sehen. Auf der IFA war ich noch nicht. Letztes Jahr waren wir auf der Foodmesse, da hatte ich euch ja mitgenommen. Das Video verlinke ich euch unten nochmal. Das war super interessant. Diesmal geht es hier um Technik. Ist zwar nicht so meins, aber es gibt ja auch Haushaltsgeräte, Küchengeräte. Das alles gehört ja auch zur Technik und da bin ich gespannt. Was gibt es so für Neuheiten? Das interessiert mich, deswegen nehme ich euch mal mit. Wir werden sehen, was es da Interessantes gibt und das Neueste an Technik und Hightech. Wer weiß, was jetzt noch alles so kommt, ne? Vielleicht noch mal interessantere Saugroboter und so weiter. Also, let's go. Das erste interessante, Kühlschränke. Vestel, kennst du die Marke? Das sagt mir irgendwas, als ob ich das aus der Türkei oder so kenne. Keine Ahnung. Ist das vielleicht ein Vestel? Naja, auf jeden Fall hier, guck mal. Yes, das ist schon ein Kühlschrank eher für uns, ne? Mhm. Ach, das ist ein Kühlschrank. Ach. Naja, hier ist zwar ein bisschen wenig, aber das ist gut. Guck mal, hier kannst du so richtig deine fetten Platten. Hier, guck mal, mein Käfig ist schon drin. Das ist voll Dings nachgemacht. Was war denn das? Smack. Ja, Smack hatte doch auch sowas. Ja. Die ist mir zu groß. Ich finde die. Naja, geht so. Ja, der Ofen ist schon cool, weil der ist so oldschool, ne? Vor allem, dass der so breit ist. Guck mal. Da können wir mal eine Pizzaplatte reinmachen, du. Oder einen Kuchen XXL. Ja, sowas brauche ich eigentlich für die Zukunft. XXL. Ich habe es richtig gesagt. Ist eine türkische Marke, weil ich hier jetzt lauter Leute türkisch reden höre. Das ist aus der Türkei, Vestel. Ich sag doch, kommt mir bekannt vor. Ich brauche auch für die Zukunft eine größere Platte. Aber findet man sehr selten, wo es mehr als für 4 oder ja, 4 Töpfe ist ja meistens, ne? Also die Marke Sharp sagt mir jetzt auch nichts. Kenne ich gar nicht. Aber die haben auch solche. Obwohl, das habe ich doch mal gesehen, aber ist jetzt, weiß nicht, ob die so gängig ist, diese Marke. Ah, so ist auch nice, ne? Ja, dieser Kühlschrank und dann noch mit diesem Getränke-Ding. Ah ja. So Eiswasser. Ja. Das ist unten wieder zu wenig. Und dann bedienst du das mit so diesen Tasten. So, jetzt mach mal die Wäsche an. Oh, das ist die moderne Haushaltstechnik, meine Lieben. Das gibt mir gerade so Iron Man Vibes. Aha. Boah, schon krass, ne? Wer braucht denn bitte einen wasserfesten Fernseher? Falls es mal zu Hause regnet, ja, könnt ihr euch einen wasserfesten Fernseher holen. Nein, ich mache euch für draußen. Komischerweise zieht es mich die ganze Zeit zu den Kühlschränken. Ich weiß nicht warum. Anscheinend ist mein Kühlschrank zu klein. Aber der ist auch nice. Guck, das ist schwarz. Das brauchen wir, ne? Ach ja, das ist mein Traum. Und guck mal, ich finde das mit den Fächern Gefrierfach viel besser. So eins. Ja, genau. Sowas will ich haben. Guck. Und dann kannst du hier so kleine Sachen und dann machst du nochmal auf. Das ist so einen will ich haben. Aber hier fehlt noch das Eisdings, ne? Genau. Eiswürfel. Aber guck,
Das ist so dieses American Style. Ach, Kinoatmosphäre. Schon nice. So, du spielst, aber machst dabei Sport. Das ist unser Sauger, ne? Ich bin immer noch sehr zufrieden. Aber ich gucke gerade, das ist zum Beispiel ein anderes Modell hier. Hier hat es so einen eingebauten Beutel hier, wie es aussieht. Wahrscheinlich dann nicht hier drin. Grau sieht aber auch nice aus, ne? Ja. Hallo. Das sieht voll schön aus. Oh, guck mal, das ist Dings. Stein, ne? Nein, Ton. Ja. My English is very broken. Also wir haben schon sehr viel an Küchensachen, ne? So Heißluftfritteusen sieht man überall. Die Saugroboter. Was ist das? Das ist ja süß. Guck mal hier. Ja, hier hast du das und hier unten so ein Mini-Ofen. Ja, das ist auch nice. Ne, Staubsauger. Ach hier, guck mal, eigentlich brauche ich hier dieses zum Dörrautomat. Genau, Dörrautomat. Sowas brauche ich eigentlich auch noch. So zum Beispiel unsere Tomaten, dann getrocknete Tomaten machen oder auch Obst trocknen. Kannst du auch sehr viel machen. Die Chilis zum Beispiel, die Kräuter. Das ist optisch wieder sehr schön. Das sieht richtig schön aus. Das ist wieder optisch süß. Nice. You can only pick up the debris, move forward. Okay. Warte, it's not clean. Yes, after it's spray. Ich muss mal mein Kopftuch bügeln. Was? Manche machen das wirklich, ha? Die bügeln so ihre Kopftücher. Statt eine komplett glatte Fläche. Und das sorgt dafür, dass nicht so viel haftet. Ich kann also einfach abwischen. Und ich habe Melli, ich habe das mal gesehen, diese Platte, die nicht zerkratscht. Das ist voll interessant. Moment, Fingerabdrücke. Hey guys. Hello. I want to test it. Give me your hand. Put it on it. Put it on your heart, please. All right. So what do you see? All right, move it away. And voila. You don't see anything. Oh, das ist ein Traum, ein Traum. Wir können auch Deutsch Ein reden. Traum. Ja, ich komme durcheinander. Ich weiß schon nicht mehr, welche Sprache ich reden soll. Wir sind flexibel. Also du siehst, dank Ja. dem Fingerprint zieht das alles ganz schnell ein und du siehst wirklich absolut nichts. Das ist nämlich mein Albtraum. Die ganze Zeit darüber wischen. Immer Ja, diese und Krümel, es ist ja dieser auch Staub. Bei anderen Geräten so, sieht gut aus, ne? Schön schwarz elegant, aber sobald du das Ding anfasst, Ja. sieht man es halt auch. Das ist hier nicht der Fall. Angefeuchtet, Walte deines Amtes, wir wischen darüber. Jetzt auch nochmal mit dem trockenen Lappen. Ja, Und dann sieht perfekt. es aus wie vorher. Ja. Als ob wir nichts gemacht hätten. Das ist natürlich super praktisch, super einfach, super pflegeleicht, gibt keine Kratzer mehr. Ja. Ist einfach zu säubern. Habt ihr verkauft jetzt? Und du Ist gekauft. Du wirst mir recht geben, es sieht auch richtig schön Ja, ja. aus. Das ist auch immer ganz spannend, wenn man hergeht und man sagt ja auch zum Beispiel, die Flügel soll eine Kerntemperatur von 80 Grad haben. Kerntemperatur. Wegen den Salmonellen. Das kannst du schon machen. Das kannst du schon machen. Du wirst auch, wenn dein Hühnchen 80 Grad Kerntemperatur hat, wirst du auch mit Salmonellen nie wieder ein Problem haben. Weil du nämlich vorher an diesen trockenen Vogel erstickst. Ja, hier sind so die ganzen Küchen, ne? Oh, guck mal. Einige waren richtig breit, aber waren schon. Ich kann zaubern. Ah, das bewegt sich ja. Hilfe. Tschüss. Guck mal, wie groß der ist. Aber das mag ich wieder nicht, dass das Plastik ist. Ich finde es immer schöner, wenn es Glas ist. Aber der ist so riesig, ne? Ist auch Plastik? Ja.
Ja, ist halt leichter, ne, wenn du wäschst und so. Aber ich finde es trotzdem immer schöner, wenn die aus Glas sind. Also ich mag nur einen Block. Sind Sie schon vertraut mit? Geht da auch. Das ist schon, oh, das ist mal ein Kühlschrank. 600, wie viel, was? 621 Liter. Guck mal, da kann ich da drin wohnen. Das ist schon fett. Ja, das ist wieder mit ausziehbarer, aber das ist schon, guck mal, ich brauche normalerweise richtig mit viel Gemüsefächern, ne? Das ist schon mal cool. Der ist richtig fett. Sind wir, glaube ich, Ja, eigentlich voll cool. So, überleg mal so, du bist in der Wohnung, dann sagst du so, ne, hallo Alexa, mach mir mal einen Kaffee, heiz schon mal den Backofen vor, mach die Waschmaschine an. Kamera in den Backofen reinschauen und gucke, wie steht es denn jetzt eigentlich um die Croissants. Ihr seht hier ein Live-Bild aus dem Backofen. Wir sehen die Bräuner, es läuft. Das brauche ich. Ich brauche diesen Dampfdings. Ich hasse es, am Bügelbrett zu bügeln. Alles, was ich bügeln muss, bügel ich immer mit diesem Handdampfding. Und ich suche aber so eins mit Ständer, weißt du, wo die Sachen so auf Ständer machen können und dann, wo der so einen großen Kanister hat und dann dieses Dampfdings. Guck mal, hier ist sowas. Siehst du? Da machst du das Wasser rein und dann geht es durch das Kabel und dann hast du da kannst du halt länger. Ich habe halt nur dieses Handding und dann reicht ja das Wasser nicht so lange. Nami Bot. Herzlich willkommen hier am Kosuri-Stand. Darf ich vorstellen? Hi, also ich bin Mona, das kennt man vielleicht aus der Kochshow The Taste, da habe ich letztes Jahr mitgemacht und ich habe da gewonnen und heute stehe ich hier und darf gemeinsam mit Felix was Leckeres für euch zaubern. Wir haben Hunger und Medium hat mich jetzt gebracht zu XXX-Ramen. Hier war ich noch nie, Medium war hier schon mal. Hier gibt es nämlich auch vegetarische Ramen. Wir nehmen jetzt die Kimchi-Ramen. Genau, scharf fermentierter Chinakohl, Ei, Frühlingszwiebel, Sojasprossen, Nori. Und noch was, Dumplings? Gyoza. Gyoza, das sind gefüllte Teigtaschen, auch mit Gemüse. Oh, ich habe so einen Hunger jetzt. Vorspeise, Teigtaschen, vegetarische. Oh, schön knusprig. Aber warum haben die so hässliche Stäbchen hier? Ich mache ein bisschen Chiliöl drauf. Probier mal. Das ist meine erste so Ramen, ne? Schärfe ist auf jeden Fall da.
Heute mal ein etwas anderes Rezept, und zwar, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, eine Art Kartoffelkuchen. Ich mache jetzt hier nämlich einen Boden aus Kartoffeln. Dazu zerquetschen wir die einfach. Ihr könnt auch so ein Glas nehmen. Ich nehme jetzt einfach diesen Kartoffelstampfer und quetsche hier die ganzen Kartoffeln. Mit Schale, das sind jetzt Bio-Kartoffeln. In der Schale stecken ja auch die Vitamine. Ah, nee, ich glaube, das Glas ist doch besser, weil ich sehe schon, das quillt nämlich sonst hier raus. So. Ja, so ist besser. Schön zermanschen. Könnt ihr auch in so einer Kuchenform machen, aber ich will, dass das jetzt ein bisschen größer ist für uns 10. Deswegen habe ich jetzt die Auflaufform gemacht. Aber ihr könnt das in so einer Kuchenform machen und richtig so einen Rand nach oben ziehen. So. Dann machen wir jetzt schon mal unten auf dem Boden ein bisschen Käse. Ich hatte überlegt, ob ich 2 Formen mache. Ich glaube, ich hätte doch lieber 2 machen sollen. Ich habe jetzt auch noch Kartoffeln über, aber das macht ja nichts. Können wir morgen benutzen. Aber ich glaube, ich hätte 2 machen sollen. Egal. Dann kommt hier die Füllung. Die Füllung könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr könnt die auch richtig fleischlastig machen und hauptsächlich Hackfleisch und halt so ein bisschen Zwiebel, Karotte, so ein bisschen was für den Geschmack. Ihr wisst, bei mir muss immer viel Gemüse rein, deswegen ist bei mir hier alles mögliche an Gemüse mit dabei. Ihr könnt es aber auch sehr, sage ich jetzt mal, Hackfleisch-lastiger machen. Das ist euch überlassen. Ach, das riecht aber lecker. Weil ich muss immer viel Gemüse machen. Das schmeckt einfach lecker. Kräuter eurer Wahl. Ich habe jetzt hier Petersilie und Dill mit reingemacht. Und dann einfach nur Salz, Pfeffer. Knoblauch ist mit dabei. So. Jetzt kommt nochmal Käse drauf. Und dann machen wir noch eine Soße sozusagen, die soll das Ganze halt auch noch mal binden. Oh, ich glaube, ich nehme noch ein bisschen mehr Käse, oder? Reicht das? Reicht. Muss nicht so viel Käse sein. Und zwar, ich habe hier jetzt Schlagsahne. Also ich habe 2 Becher. Macht so auf einem Becher 2 Eier, wenn ihr eine kleinere Portion macht. Ich habe jetzt hier 2 Becher, also 400 Milliliter Sahne und nehme jetzt 4 Eier. Dazu kommt jetzt etwas Salz und Pfeffer. Und das übergießen wir jetzt hier. Und jetzt kommt das Ganze für ca. 40 Minuten in den Ofen.
Als Vorspeise gibt es jetzt ein schönes Tomatensüppchen aus unseren Tomaten aus dem Garten. Die Suppe habe ich jetzt im Thermomix gemacht, aber ist Standard. Ich habe hier Zwiebeln, Knoblauch, was hatte ich noch? Ich hatte noch so viel Lauch über, Sellerie reingemacht, ja, mit angebratenen Olivenöl. Dann die Tomaten dazu, bisschen Petersilie, gekocht und dann mit bisschen Sahne aufgegossen. Und die schmeckt richtig, richtig lecker. Also ist definitiv schön fest wie ein Kuchen geworden. Yum, yum. Dazu natürlich Gurkensalat. Ihr wisst, Gurken im Überfluss. Passt aber auch wieder sehr gut dazu. Ich bin hier gerade am Videoschneiden und habe gemerkt, ich habe mich gar nicht von euch verabschiedet. Diesmal wieder ein bisschen kürzerer Vlog, habe ich gemerkt. Ja, sorry, ich habe schon gelesen, das letzte Mal haben die schon ein, zwei von euch beklagt. Ja, ist immer unterschiedlich. Ich war diese Woche wieder ein bisschen Vlogging-faul, nennen wir es mal so. Aber es ist gerade super dunkel. Diese Woche war sehr regnerisch, plötzlich super kalt. Und man ist so, ich habe meine Strickjacke, ich habe meine Wollsocken rausgeholt. Aber nächste Woche haben wir wieder 25 Grad. Ja, aber diese Woche, was haben wir denn heute? Gerade mal 14 oder so? Das ist richtig, auf einmal richtig Wintermodus. Was haben wir denn jetzt? Was von wegen 19 Grad? Erzähl doch nicht, wir haben noch keine 19 Grad. Angeblich 19. Naja, aber die letzten Tage war es kühler und das Haus hat sich auch abgekühlt. Von daher, ja, aber wie gesagt, nächste Woche haben wir auf einmal wieder schön Sonnenschein und 25 Grad und so. Na gucken, auf jeden Fall, ja, so ein bisschen, dann ist automatisch, ich weiß nicht, seid ihr auch so wetterfühlig? Ich bin immer so, sobald es so regnet, dunkel wird, dann werde ich so ein bisschen faul, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall, ja, IFA war super interessant, da habe ich ja auch nichts dazu gesagt. War auf jeden Fall cool, wir sind sehr, sehr schnell durchgeflitzt, also wir waren da knapp 3 Stunden, das ist ja ein riesiges Gelände, es gab so viel zu sehen, war auf jeden Fall mega interessant, so was es alles gibt. Was mega ist, sind auch diese Fensterwischroboter, ne? Aber das ist wirklich für die gut, die so ein Haus haben mit so großen Fenstern, ne? Mit so bodentiefen Fenstern. Für sowas ist das schon cool, wenn man da viele Fenster hat, große Fenster und so weiter. Aber was es nicht alles gibt, ne? Am besten hat mir auf jeden Fall dieses Kochfeld gefallen, weil das eben so dieses Matt war, was nicht zerkratzt, weil meint es auch schon, also diese normalen Ceran- oder Induktionsfelder zerkratzen sehr, sehr schnell. Also das fand ich cool, das hat mir gefallen. Wie gesagt, Saugroboter, da gibt es ja wirklich echt super viel. Krass, was so alles die Technik macht, ne? Dass man so mit, weiß ich, künstliche Intelligenz und so weiter alles steuert, seinen Backofen und so. Also ist schon krass, in welche Richtung das geht und was so die Zukunft alles so bringt an Geräte. Ne? Wenn man überlegt, was für eine Erleichterung so alles dann mit sich bringt, ist schon interessant. Das dazu. Ansonsten, ja, beende ich damit diesen Vlog und wie gesagt, war halt ein bisschen kürzer, letztes Mal auch, aber ich hoffe, ihr freut euch trotzdem, weil ich denke mir dann so, lieber kriegt ihr einen kürzeren, als wenn ihr jetzt wieder gar keinen bekommt, ne? Könnt ihr mir mal gerne in den Kommentaren sagen. Und ja, ich bin auch mega müde. Das Einzige, was ich noch gemacht habe, ich habe euch nicht mitgenommen, ich war diese Woche das erste Mal in einer Comedy-Show. Oh, das war so witzig, das hat so Spaß gemacht, muss ich mal auf jeden Fall nochmal machen. Ich war nämlich, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, wie heißt denn der? Hier, und so habe ich den über Instagram entdeckt, und zwar ist das der Mariano Vivencio. Der war so witzig, also das war auf jeden Fall, es war eine kleine Show von ihm, das waren die Preview-Shows gewesen. War mega, also hat richtig Spaß gemacht. Ich habe richtig ganze Zeit durchgelacht. Also war auf jeden Fall super witzig. Ja, und ansonsten war nicht viel los. Ich gehe halt ganze Zeit zu meinem Sport und so weiter und der reguläre Alltag. Aber nächste Woche nehme ich euch wieder mit und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!